Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Stable Video Diffusion ist jetzt seit kurzer Zeit draußen und es gab ein Comfy UI Update, was es uns ermöglicht, das auch hier zu verwenden. Und da wollte ich euch mal kurz und schnell, obwohl wir werden sehen, ob das Video wieder kurz ist und schnell, naja, auf jeden Fall zeigen, wie ihr im Comfy UI da mitarbeiten könnt. Und ganz wichtig ist, ihr müsst natürlich erstmal euer Comfy UI updaten. Ne? Macht das über die Update-Button im Update-Verzeichnis eures Comfy UIs oder hier im Manager auf Update All. Dann bekommt ihr die neueste Version von Comfy UI und dann könnt ihr auch schon loslegen. Wir brauchen jetzt keine Custom Node hierfür speziell. Das kommt alles mit Comfy UI selber und da ist es auch wert, dass wir mal einen Blick auf die Comfy UI Seite werfen. So, das ist die Comfy UI GitHub Seite und wenn man hier runter scrollt, ihr wisst es vielleicht, ansonsten seht ihr es jetzt, es gibt hier Comfy UI Examples, klickt da drauf und wenn man hier unten guckt, haben wir Video Models. So, und das ist auch schon die Erklärung davon, die wir von Comfy UI selber kriegen von den Entwicklern. Eine kurze und bündige Seite, wie man das anwendet und es ist auch wirklich nicht kompliziert. Lasst euch da nicht abschrecken und ich finde, man kriegt schon sehr gute Ergebnisse damit raus, besser als Animate Div und es ist auch einfacher anzuwenden. So zum Rumspielen ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Zum Einstieg hier. Hier oben sehen wir zwei Links. Das sind die Checkpoints, die wir dafür brauchen. Das sind eigene Models. Die müssen wir uns mal runterladen dann. Der erste Link führt zu einem Model, der auf 14 Frame Videos trainiert ist und der zweite auf ein Model, welches für 25 Frame Videos trainiert wurde. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf diese Hugging Face Seite, klickt hier oben auf Download und speichert euch das in euren Comfy UI Models Checkpoint Ordner. Hier habe ich schon beide, einmal das SVD, das ist das kleine für 14 Frames und das SVD XT, das ist das große für 25 Frames. Ich breche mal hier an der Stelle ab. So. Gehe wieder hierhin zurück und wenn ihr die geladen habt, startet euer Comfy UI, dann erscheinen die und dann kann es auch losgehen. Wie kriegt man da jetzt am besten einen Einstieg? Also die einfachste Variante ist auf jeden Fall hier auf der Comfy UI Seite, nehmt euch das Bild hier, draufklicken, ziehen, rüber in euren Comfy UI Tab, loslassen und das war schon die ganze Geschichte. Hier sehen wir ein Image-to-Video-Beispiel. Also hier oben werden schon mal unsere jüngst runtergeladenen Checkpoints auch direkt eingefügt. Der SVD ist für 14 Frames. Ne? Ich switch den mal eben auf den SVD XT um. Und dann schauen wir mal, was wir hier Neues spendiert gekriegt haben. Es gibt nämlich ein paar Notes dazu. Also einmal gibt es hier diese Image-Only Checkpoint Loader Image-to-Vid Model. Die ist wichtig dafür. Oh, ich muss das mal hier so ein bisschen kurz einrackern. Das ist mein Auto-Snapping so. Ich mag das nicht, wenn das so krumm und schief ist. Image-Only Checkpoint Loader, die findet ihr, wenn ihr im Comfy UI unter Loaders guckt, gibt es jetzt den Ordner Video Models. Da verbirgt die sich. Weiterhin neu hinzugekommen ist die Video Linear CFG Guidance Node. Die findet sich im Conditioning, meine ich. Ne, das ist die andere. Das ist die hier unten, die SVD Image to Vid Conditioning. Die findet sich im Conditioning. Und die Guidance Node, die war im Sampling-Bereich. Hier ist auch Video Models, Video Linear CFG Guidance. Das sind die neuen Nodes, die hinzugekommen sind. Und wir haben hier in dem Beispiel ja schon mitbekommen, wie man die ganzen verknüpfen muss. Also wir haben hier ein Clip Vision, das kommt aus der neuen Checkpoint Loader Node. Init Image, das ist in dem Fall ein Load Image für uns jetzt. VAE auch aus der Checkpoint Loader Node. Das Model geht hier oben in die Video Linear CFG Guidance Node rein und von da aus einfach in den Sampler weiter. Nach dem Sampler haben wir ein VAE Decode und noch eine neue Node. Das ist die Save Animated WebP, weil wir bekommen diese Videos im WebP-Format. Die lassen sich im Browser abspielen. Wenn ihr GIFs oder sowas haben wollt, könnt ihr danach auch das WebP irgendwie über Online-Tools oder sowas in GIFs umwandeln.
oder lokal installierte Tools, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es einfach so gelassen. Auf jeden Fall findet sich die im... Moment, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ich meine, das war im For Testing Bereich. Genau, hier unten. For Testing Safe Animated Web P. Da finden wir diese Node. Also offenbar ist die noch nicht ganz ausgereift hier an der Stelle. Das ist meine Vermutung, weil sie sich im For Testing Ordner befindet. Mal abwarten, was da noch so kommt. Gut. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu machen. Und ich glaube, das gehen wir mal durch, nachdem wir ein Bild gerendert haben. Ich habe hier mal ein ganz schönes Beispiel. Ich lade mir mal eben aus meinem Input-Folder, sobald ich es finde, genau. Dieses Foto, das habe ich mir einfach aus der Google Search mal rausgezogen. Das laden wir da mal rein. Und jetzt können wir hier verschiedene Dinge angeben, wie zum Beispiel die Weite und die Höhe des Videos, was gerendert werden soll. Also wir nehmen uns dieses Bild als Input und können hier dann trotzdem noch die Größe unseres Latents separat angeben. Er übernimmt nicht automatisch die Bildgröße, die wir hier vorne haben. Das kann praktisch sein, das kann unpraktisch sein. Sehen wir aber gleich noch. Video Frames bedeutet, wie viel Frames er rendern soll an der Stelle. Und da, beziehungsweise wir bleiben hier mal bei dem kleinen, bei dem SVD Safe Tensors, weil das ist auf 14 Frames trainiert und da bleiben wir mal. Es lässt sich gleich ein bisschen leichter rechnen, deswegen bleibe ich jetzt mal bei der kleinen Variante. Aber im Prinzip tut sich da nichts zwischen den beiden. Also wir wollen einmal 14 Frames generieren lassen und mit einer FPS von 6, also Bilder pro Sekunde 6. Hier ist ein Punkt, den ich nicht so ganz verstehe. Wir geben hier vorne an, wir wollen 6 FPS generieren mit diesem Video. Hier hinten sagen wir aber an, wir wollen 10 FPS speichern. Das passt nicht so ganz überein mit meiner Welt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich würde hier gerne von vornherein sagen, wir wollen hier 7 FPS haben. Weil wenn man 14 durch 7 teilt, damit erhalten wir ein 2-sekündiges Video. Und gleichzeitig würde ich hier hinten beim Exportieren auch das Ganze auf 7 FPS runterdrehen wollen. Das wird dadurch ein bisschen ruckeliger. Aber für mich passt das irgendwie sinngemäß gerade mehr. Vielleicht kriegen wir da irgendwann noch mehr Infos zu. Mal schauen. Für die anderen Dinge, die hier einstellbar sind, gibt es tatsächlich hier unten eine kleine Dokumentation auf der Videoseite. Und zwar, ganz unten verbirgt sich hier Some Explanations for the Parameters. Video Frames, Number of Video Frames to generate. Das habe ich gerade gesagt, ne? Das ist die Anzahl an Bildern, die wir generieren wollen. Wir haben eine Motion Bucket ID. Das ist dieser Wert hier. Hier können wir angeben, wie stark wir die Bewegung im Bild haben wollen. Die ist jetzt für das Beispiel auf 127 gesetzt. Lasse ich auch mal so. Aber je höher man die dreht, umso mehr Bewegung kriegt man in seinem kleinen Video nachher raus. Ich hatte die mal auf 500 oder so und da ging es schon echt gut ab in Sachen Bewegung. Das war schon zu viel. Wir lassen es jetzt mal auf 127, aber wir wissen, ne, wenn die Bewegung zu wenig ist oder zu langsam ist, muss man diesen Wert hochdrehen, damit mehr Bewegung am Ende rauskommt. FPS, the higher the FPS, the less choppy the video will be. Ja, macht Sinn, ne, habe ich ja gerade gesagt, es wird wahrscheinlich ein bisschen ruckliger, wobei wir den von 6 auf 7 erhöht haben und hier hinten aber beim Speichern auf 7 auch runtergedreht haben. Ich kriege das noch nicht so ganz zusammen, warum wir hier ein Video mit 6 FPS generieren sollen und dann hier mit 10 speichern. Das würde ja bedeuten, wenn wir es mit 10 FPS speichern, dass wir Doppelbilder dabei haben irgendwie. Ist noch eine kleine Ungereimtheit, bin ich noch nicht hintergestiegen. Der Augmentation Level, der besagt, das ist diese Einstellung hier, der besagt, wie weit sich im Prinzip das Bild, was wir generieren oder das Video oder die Bilder in dem Video, die wir generieren, vom Ursprungsbild entfernen sollen. Oder ja, sollen. Weil hier steht, wie viel Noise noch hinzugefügt werden soll, also wie viel Rauschen den Bildern hinzugefügt werden soll. Und durch dieses Rauschen erzeugen wir natürlich eine Entfernung vom Originalbild. So, lassen wir mal auf 0 fürs Beispiel gleich. Beziehungsweise ich kann das einmal schon mal starten und dann machen wir einmal
die letzte Node, weil bis das durchgelaufen ist, das dauert auch ein bisschen. Bei mir jetzt in dem Fall bei der Größe, ich weiß nicht, 40 oder 50 Sekunden oder so. Wir sehen hier schon, der Sampler rattert. Es funktioniert, aber es kommt immer auf die Hardware ein bisschen drauf an. Die Video Linear CFG Guidance, die klingt ziemlich interessant. Die macht nämlich Folgendes laut Beschreibung. Die nimmt für das erste Bild, was wir machen, den CFG von 1 und steigert das dann über die Zeit hinweg. Hier sehen wir im ersten Frame 1,0, im mittleren Frame 1,75 und im letzten Frame 2,5. Ich denke mal, hier steht auch Note Improve Sampling for these video models a bit. Also die ermöglicht noch eine kleine Verbesserung in diesen Sampling Nodes. Ich vermute mal, es soll einfach dazu dienen, dass man am Anfang möglichst nah am Prompt, Schrägstrich am Eingangsbild jetzt bleibt. Und je weiter sich das Video entfernt vom Ursprungsbild, vom Einstiegsbild, desto mehr Kreativität soll die KI an der Stelle einfließen lassen. So gut, das ist schon mal durchgelaufen jetzt hier. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis, was rausgekommen ist. Finde ich sehr gut. Zwischen Anfangsbild und Endergebnis ist das, was man erwartet. Ne? Jemand, der auf der Autobahn gerade fährt. Ich finde das auch ziemlich cool, dass er hier die entgegenkommenden Fahrzeuge auf der anderen Fahrspur gut darstellt, also dass man das deutlich erkennt. Es ist ein recht realistisch anmutendes kleines Video geworden. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Wirklich. Sehr, sehr gut. Wir können jetzt hier auch nochmal irgendwie den Scale runterdrehen auf 512. Dann geht es noch was schneller. Ich finde es auch gar nicht so choppy jetzt irgendwie geworden mit den 7 FPS. Und hier sehen wir ganz gut, wenn ich das runterdrehe, kriegen wir ein 512x512 Ausgangsvideo, unabhängig vom Eingangsvideo. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an, aber er hat hier einfach gecroppt. Ne? Man sieht ja schon am Lüftungsschlitz, dass es hier abgeschnitten wurde. Die linke Hand wurde abgeschnitten. Funktioniert nichtsdestotrotz ziemlich gut. Was ihr an der Stelle dann kriegt, ist übrigens hier, das sind diese WebP-Bilder. Die könnt ihr aber per Doppelklick euch dann nochmal im Browser angucken. Leider funktioniert es nicht, dass wenn wir jetzt sagen, wir möchten hier Rechtsklick, Open Image, dann möchte er das speichern. Aus welchem Grund auch immer. Warum er es nicht einfach anzeigt dann und man den Umweg machen muss über den Output-Folder. Kann aber eine Browser-Einstellung bei mir sein oder so. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht viel Zeit für investiert. Auch hier interessant zu beobachten ist, dass die CFG sehr gering gewählt ist, damit sich möglichst nah am Ursprungsbild orientiert wird, was ja auch Sinn macht. Wir wollen in dem Video wahrscheinlich ja nicht so viel Interpretation durch die KI selber, sondern er soll sich am Input orientieren. Ist auf jeden Fall was, womit man rumspielen kann, aber je höher man diese Werte setzt, hier habe ich schon gemerkt, umso unschöner wird das Ergebnis. Spielt damit ruhig rum. Wir lassen es jetzt so hier für das Beispiel bestehen. Und ich gehe mal eben einen Schritt zurück auf die Ursprungsauflösung. Wir nehmen nochmal ein weiteres Bild, was auch ganz gute Resultate erzielt. Das ist das. Die habe ich alle aus der Google Search. Die waren für den IP-Adapter gedacht. Die nehmen wir jetzt aber einfach mal. Wir lassen das mal durchlaufen. Und da ist es. Und auch hier kriegen wir ein ziemlich gutes Ergebnis eines Videos generiert durch ein Standbild. Finde ich sehr, sehr cool. Auch wie der Hintergrund sich perspektivisch korrekt verändert und so. Funktioniert alles einwandfrei. Was wir jetzt natürlich hier vorne machen können. Wir haben ja jetzt hier nur ein Image geladen, aber natürlich nehmen wir als Ursprungsbild jegliches Image an. Und das deutet auch schon der zweite Workflow hin. Also wir haben gerade das Bild reingeladen. Wir können auch das Bild hier reinladen. Einmal in unser Comfy-UI. Und hier sehen wir schon, dass es hier auch so gemacht wurde. Hier vorne wird einfach ein normales Bild erzeugt mit Samplern und hier hinten wird es dann in ein Video umgewandelt. Ne? Also anstatt der Load-Image-Node haben wir jetzt hier den Output von unserem Sampling vorher und danach passiert hier im Prinzip dasselbe.
Wir gehen nochmal den Schritt zurück. Hierhin. Übrigens hier, ne? View History. Damit könnt ihr wieder zurückspringen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen einfach mal das Load Image raus. Ziehen das weg. Und bauen uns mal einen Sampling-Bereich davor ein. Dafür nehme ich einfach wieder unsere Tiny Terra Nodes. Sage, ich möchte hier einen Sampler haben. Und hier sagen wir mal Cat Sneaking Through High Grass, High Detail, Intricate, Third Res Masterpiece, 8K UHD. So, einfach mal ein bisschen was eingeben. Und Sampler lasse ich mal. Wir machen hier ein Preview rein. Was wir jetzt natürlich noch machen können oder was wahrscheinlich auch sinnvoll ist, das mache ich hier hinten, weil wir wollen ja hier in unser Bild in ein Video verwandeln. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal das Bild hier rüberziehen. So, dann funktioniert das schon mal. Jetzt haben wir aber natürlich die Weiten und die Höhen nicht richtig gemacht. Wir generieren gleich ein 512 x 512 Bild. Und wir können hier einmal sagen Get Image Size. Das ist aus den, wo stammt das eigentlich her? So sehe ich das gar nicht. Die Modded Nodes. Es gibt aber auf jeden Fall mehrere. Get Image Size. Gibt es das auch so? Nehmen wir einfach das hier aus den normalen Comfy-UI. Effekten ist das hierher? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Ist irgendwo dabei. Gibt es in mehreren Paketen dazu. Und hier laden wir jetzt einmal die Width und die Height aus. Habe ich auch schon in mehreren Videos vorher gemacht. So, und jetzt haben wir an der Stelle einmal aus unserem Sampler das Bild hier hinten in die Videonode geschmissen und kriegen gleichzeitig auch die von uns eingestellten Größen hier, beziehungsweise das initiale Bild für unser Video passt sich dann auch dem der Bildgröße an, die unser Sampler erstellt hat. Und jetzt, die schmeißen wir mal weg, die Load Image Node. Jetzt lassen wir das Ganze einmal rattern. Nein, 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 nein. Ich vergesse immer wieder das Model umzustellen. Ich will nicht Anything. Ich will einfach mal das Absolute Reality haben und gleichzeitig können wir hier auch noch eine VAE dazu einstellen. Jetzt sollte es passen. Das müssen wir einmal laden lassen, das Model. Da ist es schon. So, jetzt haben wir unsere Katze hier, die durchs hohe Gras sneakt. Und jetzt geht es hier hinten weiter. Das Bild wurde übernommen. Wir haben die richtige Größe gekriegt. Es rattert alles los wie vorher. Nur, dass wir jetzt kein Load-Image mehr haben, sondern natürlich ein von uns generiertes Bild. Und der Bereich hier vorne ist auch egal, ob ihr da einen SDXL-Workflow habt oder einen SD 1.5-Workflow. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass wir hier bei der Videoerstellung auch die Videomodels haben. So, und jetzt haben wir das hier rausgekriegt. Ja, es ist ein bisschen, er zerrt Katzen ein bisschen irgendwie, keine Ahnung warum. Aber es funktioniert, ne? Ihr erkennt das Prinzip. Ihr könnt euch also im Prinzip hier vorne Bilder erstellen, wie ihr sie haben wollt und die danach in diese Video Process Chain reinschmeißen. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, also guckt auf jeden Fall auch, gerade wenn ihr in den Bereich SDXL geht, dass es nicht zu groß wird. Man rennt bei den Geschichten hier, wenn man es zu groß macht, letztendlich auch mal gerne in Out-of-Memory-Fehler rein. Das heißt, es ist einfach nicht genug Grafikkartenspeicher da, um diese ganzen Bilder dann zu berechnen, weil wir sind ja hier schon im Image-Batch-Bereich. Das heißt, er hält die ganzen Bilder alle im Speicher vor und arbeitet dann damit. Deswegen, es kann schnell passieren. Tastet euch daran, auch je nach eurer Hardware, wie viel ihr leisten könnt oder wie viel eure Hardware leisten könnt. Nicht ihr könnt natürlich alles leisten, aber eure Hardware, oh Gott, ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal, ne? Wenn es zu viel ist, dreht die Größe ein bisschen runter oder die Anzahl an Frames, die gemacht werden sollen, erstellt werden sollen. Wobei ich schon denke, 14 Frames, ne? Und jetzt mit 7 Frames pro Sekunde, also so 2-3 Sekunden möchte man dann doch bestimmt irgendwie am Ende mal haben.
Aber es ist eine nette Spielerei und relativ einfach anzuwenden. Was auch ganz interessant ist, wenn wir hier hinter mal eine Preview-Image machen. Ich will es jetzt nicht speichern. Ich will die Preview-Image hier haben an der Stelle. Wenn wir das einmal dann nochmal durchrattern lassen. Das ist ein bisschen blöd, dass wir natürlich immer hier durchgehen müssen. Auf jeden Fall kriegen wir hier nach dem VAE-Decode den gesamten Image-Batch, also die Video-Frames, die wir hier erzeugt haben, an der Zahl jetzt 14, kriegen wir einzeln aus dem Batch raus. Und das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, weil ich muss Zeit überbrücken, bis er es gemacht hat. Deswegen quatsche ich jetzt Käse. Und jetzt haben wir es. Ich habe jetzt nur eine Preview-Image-Node genommen. Aber wenn ihr jetzt hier eine Save-Image-Node nehmt, dann kriegt ihr alle diese Einzelbilder auch auf die Platte runtergespeichert. Das heißt, wir sehen hier, es ist 1 von 14, 2 von 14 und hier sehen wir die Animation und jedes dieser Einzelbilder wird gespeichert. Das ist dann vielleicht ganz interessant, wenn man später mit den Einzelbildern, die dieses Stable Video Diffusion hier an der Stelle gemacht hat, dann doch nochmal in einem Image-to-Image-Bereich in andere Stile ja, umwandeln möchte oder sonst was. Weil ich habe auch gemerkt, wenn man in den Umwandlungsprozess geht, irgendwie Kenny und sowas an der Stelle funktioniert nicht so richtig. Bei meinen Versuchen hat Kenny dann immer nur das erste Bild genommen, aber nicht den Batch von Bildern, sondern immer nur das erste Bild und dann das erste Bild versucht auf die anderen anzuwenden. Das funktionierte überhaupt nicht gut. Ich kann auch nicht ausschließen, ob ich was falsch gemacht habe. Es ist eine relativ neue Technik, die wir uns hier gerade auch wieder angucken. Wobei Kenny ist schon eine alte Technik, ne, das ControlNet Kenny. Aber auf jeden Fall, wenn ihr die Bilder einzeln speichern könnt, könnt ihr die auch wieder mit der Batch Image Load aus der WAS Node Suite auf jeden Fall auch wieder einzeln laden und dann habt ihr die Möglichkeit auch wieder. Also nicht dann im Batch zu arbeiten, sondern die Bilder einzeln laden zu können, sequenziell nacheinander und dann funktionieren die ControlNets auch wieder. Das wollte ich euch hier an der Stelle auch nochmal zeigen. Weil hier kriegen wir ja nur das Video raus, aber diese Save Animated Web P-Node an der Stelle nimmt auch den Batch und fügt den dann halt zu einem Video zusammen. Aber hier an der Stelle kriegen wir die einzelnen Bilder aus dem Batch auch wieder gut extrahiert. Ich habe mir auch mal ein bisschen Upscaling angeguckt. Zum Upscaling habe ich Folgendes rausgefunden. Also es funktionierte bei mir nicht, dass ich gesagt habe, ich möchte mit einem anderen Model die Bilder danach upscalen. Zumindest nicht, wenn wir hier aus dem Latent-Bereich kommen. Aus dem Image-Bereich wird es wahrscheinlich gehen. Ich zeige jetzt aber mal eine Möglichkeit, die ich für mich zum Upscalen benutzt habe. Und zwar, ich habe die NN Latent Upscale Node genommen. Die habe ich im letzten Video schon gezeigt und habe mal hier gesagt, ich möchte das ums Doppelte erhöhen. Es geht doch nicht mehr als 2, habe ich gesehen. Muss man auch erstmal wissen, aber jetzt für das Video reicht's. Und was ich dann an der Stelle gemacht habe, ich meine, wir haben hier unten einmal unseren VAE-Decode. Wir können die Latents aber auch hier reinschmeißen direkt. Und dann habe ich im Prinzip nochmal einen Case-Sampler genommen, also den hier kopiert, habe dann hier die Latents reingeschmissen. Wir sind hier nach wie vor im Batch-Bereich, also alle erzeugten Latents sind hier vorhanden. Und auch hier habe ich gesagt, ich möchte nochmal das gleiche Model haben. Ich möchte das gleiche Positive von hier haben. Und ich möchte das gleiche Negative von hier haben. Und was ich hier an der Stelle sonst nur ändere, ist, ich nehme das Denoise runter auf 0,5. Ansonsten bleibt hier alles gleich. Und dann können wir hier hinten nämlich auch wieder eine VAE-Decode Node benutzen. Wir brauchen hier auch wieder das VAE von vorne. Das kommt hier aus dem Model Loader. Und wir nehmen eine Save Web P an der Stelle wieder. Die schieben wir mal hier runter, dass wir die beiden so ein bisschen zusammen haben. Und damit das Ganze auch noch schneller geht, weil jetzt 14 Bilder mit 20 Steps auf einer doppelten Höhe zu berechnen, und wir erinnern uns, ich habe hier hinten 512 x 512, das heißt, wir wollen die jetzt auf 1024 x 1024 hochpumpen, bin ich einfach wieder hingegangen, habe gesagt,
Ich möchte mir eine LoRa hier reinladen und hier lade ich mir einfach die LCM LoRa rein. Wo ist sie? Ich habe inzwischen, nach dem letzten Video, habe ich mir sehr viele trainierte LoRas für Gesichter geladen, weil mir das so gut gefallen hat. LCM 1.5, da ist sie. Habe ich auch im LCM Video vorgestellt. Hier können wir das Model reinziehen und dann von hier aus hier runter. Und dann können wir hier nämlich sagen, wir möchten als Sampler wieder den LCM Sampler benutzen. Und SGM Uniform benutze ich meistens dafür. Und damit können wir nämlich die Steps auf easy auf 4 runterdrehen und das beschleunigt das Ganze nochmal. Also wir haben hier einmal den NN Latence Upscale, der auch wesentlich schneller am Upscalen ist als ein normales VAE Upscaling. Und wir haben hier nur noch 4 Steps, die wir pro Bild brauchen. Jetzt braucht hier oben die Node natürlich noch einen Clip. Clip haben wir an der Stelle nicht. Das können wir aber umgehen, indem wir hier einfach nochmal sagen, wir machen einen Load Checkpoint und stellen hier an der Stelle auch nochmal unseren SVD, was habe ich genommen? Den normalen SVD ein, hier unten. Also dasselbe, was wir hier in der Video Checkpoint Loader Node genommen haben, laden wir uns nochmal hier oben in den Load Checkpoint rein und von hier aus kriegen wir dann den Clip und den können wir damit reinhängen. Und wenn ich das Ganze jetzt mal starte, dann kriegen wir wieder ein Bild einer Katze. Ein sehr schönes Bild übrigens. Gefällt mir. Sehr cool geworden. Jetzt wird hier an der Stelle dann unser Video generiert mit 14 Frames. Wir sind auch noch in ihrem 14 Frames trainierten Model unterwegs. Ne, wir erinnern uns hier oben, ne? Das kleine Model für 14 Frame Videos und das größere für 25 Frames. Aber jetzt fürs Video bleibe ich beim 14er. Und es hat noch einen anderen Grund. 14 lässt sich gut durch 2 teilen, also ich kann hier eine 7 eingeben. Wenn ich jetzt das 25er Frame Model genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich 50 Frames gemacht. Und ja, das lässt sich teilweise dann auch nicht mehr so gut teilen. Ich hatte ein Beispiel vorher, musste ich dann auf 12,5 gehen. Also wenn man eine Sekunde macht, dann hast du hier hinten 12,5 Frames. Und ich glaube, hier vorne kann man aber nur 12 eingeben. Das war mal ein bisschen zu ungenau. Egal. Gut. Wir haben jetzt unsere Katze, die auch wirklich mal durchs Gras sneakt. Das ist ganz cool. Und hier haben wir jetzt auch unsere Katze gekriegt, die hochskaliert wurde. Ist ein bisschen blurry geworden an der Stelle. Aber es ging relativ fix, wie ich finde. Natürlich kann man das LCM hier oben an der Stelle auch weglassen. Es gab auch andere Sachen, so gerade so Comic-Bereiche und so, da hat das sehr gut funktioniert. Ich kann ja noch einmal für uns zum Vergleich, weil ich hatte es tatsächlich mit einem Comic-Bild probiert. Ich kopiere mal einmal die Save Web P-Node und hänge mir hier einfach den Output um. Das heißt, unser altes generiertes Bild bleibt hier und wir generieren nochmal ein neues, wobei ich den Seed nicht fixt habe. Das war doof. Ja, können wir so nicht machen. Wir können uns aber mal die Qualität angucken. Wir müssen aber trotzdem ein neues Bild jetzt an der Stelle gerade erzeugen. Wir nehmen jetzt hier mal das LCM raus und sagen, wir gehen mit dem Model direkt hier rein. Dann müssen wir hier natürlich nochmal wieder umstellen. Ich nehme hier mal den, bleiben wir mal beim DPM-PP2M, so. Und Karas, sagen hier 20 Steps. Und jetzt lasse ich nochmal ein Bild generieren. Und das wird ein bisschen dauern leider. Deswegen werde ich hier cutten müssen. Aber, guck mal, wir kriegen aber ein ähnliches Bild. Das passt schon. Wir kriegen ein ähnliches Bild und dann gucken wir uns mal den Qualitätsverlust durchs LCM an, wenn das ganze Ding durchgerattert ist. So, es ist durchgerattert und es hat echt lange gedauert. Ich gucke mal eben kurz. Der Prompt davor... Also das hat jetzt 143 Sekunden gedauert, also über 2 Minuten. Der Prompt davor war in knapp über einer Minute fertig. Also das macht schon einen Unterschied, ob man 20 Steps nimmt oder nur 4. Und ich muss sagen, hier ist auch irgendwas ganz krass schief gelaufen. Das LCM hat hier wesentlich bessere Ergebnisse erzielt. Interessant. Gut zu wissen.
Wir können jetzt noch einmal versuchen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch wieder das Absurd Reality lade und dann das Model direkt hier reinschicke und dann einen Q-Prompt mache. Der Qualitätsunterschied finde ich jetzt gerade richtig, richtig krass. Aber hier würde ich dann einen Error erwarten. Das ist immer rausgeflitscht. Aber auch hier wieder, wir können ja diese Bilder zwischenspeichern, wie ich eben gezeigt habe, ne? Hier hinten raus Save Images. Dann hat man jedes Bild einzeln und das ermöglicht es einem dann auch wieder, jedes Bild einzeln einmal hochzuskalieren. Was ist denn hier mit dem armen Tier passiert? Meine Güte. Ja, Patsch, da ist der erwartete Error. Also es funktioniert nicht, die Models hier an der Stelle ja, zu mischen. Das geht nicht. Deswegen Upscalen funktioniert hier schon, wenn man das gleiche Model verwendet. Mit dem LCM dabei gemischt. Technisch ja schon mal gut zu wissen, dass es funktioniert, dass wir die Möglichkeit haben. Das Ergebnis war ein bisschen blurry, aber trotzdem besser als das Ergebnis ohne LCM. Wobei ich jetzt gerade auch mir nicht erklären kann, warum das so schlecht geworden ist. Trotz der NN Latent Upscale. Normales Upscaling hier an der Stelle habe ich auch gemerkt, da bin ich auch schon sehr stark an meine Memory-Grenzen gekommen. Ich bin bisher nur mit dem NN Latent Upscale ein bisschen weitergekommen. Aber das hängt natürlich alles dann zusammen, wie ihr die Kette vorher definiert, wie viele Bilder ihr erzeugt, welche Ursprungsgröße die Bilder haben etc. Nochmal zum Vergleich, ich habe eine 3080 Ti mit 12 GB VRAM bei mir drin. Je mehr VRAM da ist, umso größer könnt ihr natürlich gehen oder umso mehr Frames könnt ihr vorhalten dann zum Berechnen. Aber ja, es ist eine neue Technik, wir steigen da jetzt gerade erst ein. Ich bin noch gespannt, ob es von den Stable Video Diffusion Models auch trainierte Varianten irgendwann geben wird. Gehe ich eigentlich irgendwie fest von aus, wobei beim Training und so braucht ihr mich noch gar nicht fragen. Da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt. Aber ich sehe im Discord immer wieder, da gibt es Spezialisten, die unterhalten sich, die wissen, was sie tun. Also vertrauen wir mal einfach auf die Zukunft an der Stelle. Es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant, dass es jetzt mit relativ wenig Aufwand doch zu guten Resultaten führt. Und das ist kein gutes Resultat, gebe ich zu. Aber wenn man hier vorne ein bisschen mehr Liebe in die Erstellung seines Bildes gibt und solche Ergebnisse dann hat, wie wir wie die Bilder, die ich eben gezeigt hatte, also einmal das mit dem Auto und einmal das mit der Frau aus dem Kinofilm, dann kommen da schon richtig, richtig gute Dinge bei rum. Ja, dann, wie gesagt, updatet euer Comfy UI, legt los, spielt rum, experimentiert und ich nehme an, in Zukunft werden wir erstens mehr von solchen kleinen animierten Bildern sehen, weil sie jetzt, also für mich wesentlich einfacher herzustellen sind damit. Man hat zwar ein bisschen weniger Kontrolle im Vergleich zu Animate Diff, wo man noch irgendwie die Kameraschwenkrichtungen und sowas angeben konnte etc. Nichtsdestotrotz kommen hier sehr gute Ergebnisse raus, die werden wir in Zukunft häufiger sehen. Und ihr wisst, wie es ist mit der KI. Ja, überlegt euch mal vor 2 Jahren noch oder so, wie die DALL-E-Bilder aussehen, was für Bilder wir inzwischen erzeugen können. Und jetzt geht es mit Stable Video Diffusion auf den heimischen Maschinen, das muss man auch immer wieder mal sagen. Ist es möglich, das ausführen zu lassen und solche Sachen zu erstellen? Und da wird jetzt einiges bestimmt nachrücken. Einiges. Ich hoffe es zumindest. Das wird eine spannende Zukunft, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren und beim Rumspielen mit der Technik und verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss!